Heute bei den Lately News hat in Mannheim ein Mann sein brennendes Auto versucht mit Apfelwein zu löschen, da der Feuerlöscher in seinem Auto kaputt war. Leider half der Apfelwein aber nicht, sondern fachte das Feuer sogar noch an. Erst die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand dann löschen. Die hessische Polizei wiederum nahm den Mann sofort fest, nicht wegen dem Feuer, sondern wegen der vollkommen unnützen Vergeudung von Apfelwein. Denn dies in Hessen so zu vergeuden, bedeutet automatisch 15 Jahre Zuchthaus. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt dafür schon lange, bevor es sein musste, Mund- und Nasenmasken getragen zu haben. Und nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern hauptsächlich als Fetisch bei Swinger-Partys im Keller von Peter Altmaier. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Fox News auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus dem Weltall, wo dieses schwarze Loch immer mehr Galaxien frisst. Oder es ist ein Blick in den Kopf von Donald Trump. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Sonderurlaubskorrespondentin Carina Kreuzfahrt-Aida die neuesten Urlaubstrends aus Mauritius. Und da kann man mal wieder sehen, wie weit man heute immer noch kommt, wenn man mit ungedeckten Schecks Korrespondenten auf den Weg schickt. Nämlich in die Verwahrung vom Flughafen in Mauritius wegen Scheckbetruges, weswegen Carina nicht im Bild sein kann. Dann ergötzen wir uns einfach nachher an den Bildern und hoffen, dass das Auswärtige Amt Carina Kreuzfahrt-Aida schon irgendwie zurückholt. Vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Das Einzige, was mir wirklich seit Beginn von Covid-19 fehlt, ist nicht etwa, wieder wahllos einfach Menschen in den Arm zu nehmen. Dafür habe ich einen speziellen Vollkörperanzug. Ich wusste schon damals, dass sich die Anschaffung eines schwarzen Vollkörper-Latex-Anzuges mit Reißverschluss auf dem Mund eines Tages rentieren würde. Und das nicht nur sexuell. Was mir wirklich fehlt, ist das Kino. Denn es gibt vermutlich keinen schöneren Ort, um 12 € für eine Cola zu bezahlen und auf klebrigen Polstern zu sitzen, als das Kino. Sicherlich gibt es einige Kinos, die einige Personen hineinlassen, aber dann kann wiederum auch das geschehen, was einem Kinobesucher in Berlin-Steglitz passierte. Nämlich am Ende vom Personal im Kinosaal vergessen worden zu sein und nun dort über Nacht festzusitzen. Und leider die Sneak Preview vom neuen Fast and Furious Film 23 Mal sehen zu müssen, bis ihn das Personal am nächsten Tag in einer Ecke kauern fand. Währenddessen in Aachen. Ich persönlich habe ja in der Regel Studienzeit von 28 Semestern sehr erfolgreich studiert, um heute hier sitzen zu können und nicht für Uber fahren zu müssen, wie so viele andere Anchormen. Dementsprechend konnte ich nicht verstehen, dass einem Mann in seinem 59. Semester verweigert wurde, an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen nicht etwa den Abschluss zu machen. Das hat sowohl der Mann als auch die Hochschule schon lange als Utopie akzeptiert. Sondern die Hochschule hatte ihm verweigert, den Hochschulschwimmkurs 4 zu besuchen, da sie argumentierte, dass seine Schwimmfähigkeiten nicht den Anforderungen des Schwimmkurs genügen würden. Am Ende landete das Ganze sogar vom Verwaltungsgericht Aachen, wo sich beide Parteien schließlich einigen konnten. Dabei kam leider nur auch raus, dass der 50-Jährige den Schwimmkurs gar nicht zum Schwimmen braucht, sondern dass seit Monaten die Toilette in seiner Studentenbude kaputt ist und er nun das Schwimmbecken einmal die Woche aus anderen Gründen braucht. Derweil in Sevilla. Ich warne immer wieder vor Taschendieben. Gerade leichtsinnige Touristen sind für Taschendiebe eine leichte Beute. Dabei gibt es genügend einfache Mittel, um es Taschendieben schwerer zu machen. Wie zum Beispiel Mausefallen in Form eines iPhones in die Tasche zu stecken, um einen Dieb damit mindestens 4 Finger zu brechen, sollte er in die Tasche greifen. Dass man aber als Taschendieb noch mehr Pech haben kann,
erlebte ein Dieb in Sevilla. Dabei hatte alles noch so gut angefangen, als er eine Frau beobachtete, wie diese 3.000 € an einem Geldautomaten abhob und in ihrer Handtasche verstaute, als er schon angerannt kam und der Frau die Handtasche entriss. Zu seinem Pech hatte das ein Polizist gesehen, der keine 100 Meter entfernt stand. Und wie der Zufall es so wollte, hält dieser Polizist noch heute den 400 Meter Leichtathletik-Weltrekord mit der Staffel. Und diesen Rekord stellte er locker ein, als er den Dieb ohne Probleme ergriff. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das IT-Administrator-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing IT-Administrator-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich surfe ja beruflich sehr viel im Internet herum, sei es auf russenschlampen.org, mich über aktuelle Geschehnisse auf der Welt zu informieren, oder auf kreml.ru die aktuellen Berichte der Bundesregierung zu lesen, 4 Tage bevor sie die Bundesregierung selber veröffentlicht. Oder auf illegaldownloads.net.tv.fbi nach Software-Updates zu suchen. Dementsprechend ist mein neuer Windows 95 Rechner mit superschnellen IBM 386er Prozessor und 20 MB Festplatte ständig bedroht von Viren, Trojanern, Ransomware, Pilzen und Bakterien des World Wide Webs. Da dachte ich mir einen IT-Administrator zuzulegen, der sich um all diese Gefahren kümmert und auch noch einen guten Kaffee kocht. Denn das ist mir persönlich sehr wichtig. Nur sind IT-Administratoren mit einem +5 Barista-Skill echt verdammt teuer, trotz eines Mindestlohns von 69 Cent. Umso erfreuter war ich, als ich einen Werbebanner auf geilestuten.net sah, wo ich meine Rennwetten normalerweise immer platziere, mit einem Hinweis auf die neueste Ausgabe des IT-Administrator-Magazins, das ich wiederum sofort unter PDFs direkt vom .bka runterlud. Und billiger kriegt man nirgends einen eigenen IT-Administrator. Deshalb sei nicht gewarnt, IT-Administrator-Magazin, die dunkelgrüne legt die Fake News Karte an dich und ich warte auf meinen Kaffee, während kreml.ru gerade lädt. Das waren die Late News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.